Hey Leute, wie geht's euch? Heute möchte ich euch 7 Tipps geben, wie ihr ausmisten könnt oder ein bisschen minimalistischer werden könnt. Und 2, 3 von meinen Tipps, sage ich jetzt schon mal, kommen von Magic Cleaning, aber ich möchte sie trotzdem nennen, weil nicht jeder dieses Buch vielleicht gelesen hat. Oder selbst wenn ihr es gelesen habt, ist es sehr voll mit Tipps. Und die Tipps, die ich aus dem Buch nenne, das sind die, die ich als für mich am wichtigsten herausselektioniert habe. Ja. Tipp Nummer 1 von mir ist damit auch schon, lest das Buch. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich schon. Magic Cleaning von Marie Kondo. Und was ich aber am wichtigsten finde, wenn man so ein Sachbuch oder ein Buch, wo man wirklich so was Handfestes lernt, liest, ist, streicht euch Textpassagen an mit einem Marker, den ich mir extra hier bereitgelegt habe, um euch zu zeigen im Video. Also wenn ich solche Bücher lese, dann markiere ich mir mal die Textpassagen, die so am wichtigsten sind, aber auch für den Moment, also in dem Moment mir so einen Wow-Effekt einfach geben. Wenn ich irgendwas lese, wo sie einen Tipp gibt über irgendwas, was man falsch machen kann und ich mache es immer falsch, dann markiere ich das in dem Moment. Und was ich daran so toll finde, ist, dass ich erstens danach, wenn ich fertig gelesen habe, das Buch, habe ich das Gefühl, ich habe die wichtigsten Sachen irgendwie gelb angestrichen in meinem Kopf. So komisch das vielleicht auch klingt. Und gleichzeitig kann ich dann halt immer wieder zurückgehen und in dem Buch die Sachen wieder nachlesen, weil, wie ihr wahrscheinlich rausfinden werdet, wenn ihr halt wirklich so tiefer ausmistet oder gründlicher ausmistet, ist, dass es auch schon mal dauern kann. Also bei mir, es dauert schon seit ein paar Monaten und wie ihr da drüben seht, habe ich immer noch Sachen, die ich verkaufen muss. Und manchmal vergisst man dann Sachen und dann kann man einfach wieder zurückgehen zu der Textpassage. Das finde ich ganz gut. Tipp Nummer 2 ist, schreibt euch eine Vision auf, warum ihr das machen wollt, warum ihr ausmisten wollt, minimalisieren, wie auch immer es ihr nennen wollt. Weil ich finde, wie bei so ziemlich allen Dingen im Leben, die wir tun wollen, für die wir motiviert sein müssen, es ist so eine große Hilfe, das Warum im Kopf zu haben. Warum mache ich das? Und die Vision richtig sich ausgemalt zu haben im Kopf. Es ist nicht schlimm, wenn es dann ein bisschen verfehlt wird oder wenn was anderes dabei rauskommt, aber es ist so motivierend, eine Vision zu haben. Und deshalb wirklich, ihr spart auch so viel Zeit einfach im Ausmistprozess, wenn ihr das vorher macht, glaubt mir. Setzt euch hin und fragt euch die Frage, warum mache ich das? Und dann schreibt nicht irgendwie auf, damit mein Zimmer aufgeräumt ist oder so, sondern schreibt euch wirklich auf, warum will ich denn, dass mein Zimmer aufgeräumt ist. Also, um euch jetzt ein Beispiel zu geben, für mich war das in dem Zeitpunkt, also ich habe angefangen, als ich gerade umgezogen war, was weiß ich, und gemerkt habe, ich habe zu viel Zeug, habe ich aufgeschrieben, ich möchte ausmisten, damit ich nicht mehr so viel Zeug mit mir rumtragen muss, damit mich das nicht mehr einschränkt, damit ich das Gefühl habe, ich bin mobiler. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich will gerne so ein bisschen mich manchmal fertig machen und schminken, aber ich bin immer so unmotiviert dazu. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich will einfach weniger Klamotten in meinem Schrank haben und einfach also noch weniger Schminke, als ich ohnehin schon hatte. Und dass die Sachen aufgeräumt sind, damit ich einfach morgens aufwache und in einem Schwung das mache und motiviert bin dazu und mich dann gut fühle den ganzen Tag, weil ich weiß, es wird mir schöne Sachen in mein Leben bringen, wenn ich einfach mich gut fühle und motiviert bin. Und ja, also meine Pointe ist, malt euch das richtig aus. Wenn ihr Bilder ausschneiden wollt, aufkleben wollt, wie euer Zimmer so aussehen soll, umso besser. Aber ich finde, es reicht eigentlich schon, wenn man es einfach so in seinem Kopf hat. Und das ist zur Vorbereitung. Und das andere noch zur Vorbereitung, ich weiß, das ist ein sehr langer zweiter Tipp gerade. Das andere zur Vorbereitung, was man noch machen kann, ist irgendwas Motivierendes zu tun, was euch Selbstbewusstsein gibt. Also so, oder was euch einfach in so eine Tatendrang-Stimmung bringt. Also vielleicht ist es frische Luft, vielleicht ist es spazieren zu gehen, vielleicht ist es Sport zu machen, vielleicht ist es einfach, ich würde nicht währenddessen Musik hören, aber vielleicht vorher irgendwie 1, 2 Lieder hören, die euch immer wirklich in gute Laune immer bringen und einfach so up and about. Ja. Dritter Tipp ist, ich würde lieber morgens oder mittags anfangen statt abends, weil abends hat man einfach schon so viele Entscheidungen getroffen
Und ich finde, das ist, glaube ich, sogar irgendwie psychologisch bewiesen oder sowas, dass man eigentlich nur am Tag so eine gewisse Anzahl von Entscheidungen wirklich gut treffen kann oder nur eine bestimmte Menge an Entscheidungskraft hat. Und abends ist es einfach, man ist auch einfach müde und will einfach eigentlich nur noch chillen, oder? Der 4. Tipp ist, macht euch währenddessen keine Gedanken darüber, wie ihr die Sachen versorgt. Bitte macht das nicht. Also, wenn es wirklich ganz, ganz klar ist, was damit passieren soll, dann könnt ihr es schon machen. Aber ansonsten würde ich euch eigentlich empfehlen, einfach 3 Stapel zu machen oder 3 Kisten zu nehmen oder 3, keine Ahnung, verschiedene Punkte in eurer Wohnung oder sowas. Einmal mit muss wirklich weggeschmissen werden, weil es in so einem Zustand ist, dass kein Mensch mehr damit was anfangen kann. Der 2. Stapel, was man weggeben kann, also donaten kann. Und der 3. Stapel mit, was ihr verkaufen könnt. Und bitte fangt nicht währenddessen an, die Sachen schon zu verkaufen, weil wirklich, Leute, verkaufen ist so viel Arbeit. Und wenn man damit gleich am Anfang anfängt, hat man echt keinen Bock mehr weiter auszumisten. Also mein persönlicher Tipp. Natürlich, guckt immer, was für euch gut funktioniert, aber mein persönlicher Tipp ist das. Tipp Nummer 5, Leute, ist, wenn ihr euch unsicher seid bei den Entscheidungen, die ihr trefft. Also man muss ja bei Magic Cleaning immer überlegen, also man nimmt eine Sache in die Hand und denkt sich, macht mich das glücklich oder nicht? Und je nachdem behält man es ja oder nicht. Und ich finde, das ist relativ schwierig an manchen Punkten, wenn man sich unsicher ist und denkt, okay, es macht mich vielleicht gerade nicht glücklich, aber vielleicht brauche ich es irgendwann doch nochmal. Und es macht ja auch keinen Sinn, Sachen wegzuschmeißen, die man irgendwann braucht und was weiß ich was. Aber wenn ihr euch unsicher seid, dann denkt daran, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr irgendwie was weggebt und möglicherweise irgendwann es wieder braucht? Dann kauft ihr es halt wieder. Und aus Erfahrung muss ich euch sagen, aus, sagen wir mal, 100 oder 200 oder vielleicht sogar 300 Sachen, die ich ausgemistet habe, irgendwas so dazwischen, habe ich vielleicht es bei einer Sache bereut und gedacht, oh Mist, das hätte ich vielleicht behalten können. Ich glaube eigentlich nicht mal. Und selbst wenn das der Fall war, habe ich da meistens eine Notlösung gefunden, wie ich das sonst irgendwie lösen kann in der Situation. Und sonst, okay, es ist vielleicht nicht das Beste für die Umwelt und für den Geldbeutel, aber dann kauft ihr es halt einmal nach. Und ich finde, das ist ein relativ niedriger Preis zu zahlen dafür, dass ihr dann 200, 300 Sachen einfach weniger um euch drumherum habt und einen freieren Geist habt. Tipp Nummer 6 ist auch dafür, wenn ihr euch unsicher seid, das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, wenn ich mir unsicher war, und sie hat mir sehr geholfen. Und zwar, wenn es jetzt morgen Feuer geben würde und alles, was ich besitze, würde verbrennen, kaputt gehen, was weiß ich was, würde ich es mir nochmal kaufen? Und Tipp Nummer 7, last but not least, ist, macht euch keinen Druck. Also, gerade wenn ihr das Buch Magic Cleaning lest, also eine Sache, wo ich nicht ganz zustimme mit Marie Kondo, ist, dass sie sagt, man soll alles ganz schnell und in einem Rutsch und perfekt und was weiß ich. Und ja, ich finde die Maxime ganz gut, aber ich muss auch sagen, das erste Mal, wo ich perfekt und in einem Rutsch ausgemistet habe, es war eigentlich im Endeffekt nicht perfekt. Also bei vielen Sachen habe ich mich dann doch nicht ganz getraut. Ich kann jetzt zwar predigen, was ihr euch fragen könnt, aber im Endeffekt, wenn man so ein bisschen so ein Typ ist, der halt einfach auch nicht verschwenden möchte und Sicherheit mag, dann trennt man sich dann doch manchmal nicht von Dingen. Aber es gibt Dinge, von denen ihr euch ja trennt, obwohl ihr Angst habt, oh mein Gott, was passiert, wenn ich es weggebe. Und dann, wenn ihr diesen ersten Rutsch gemacht habt und ausgemistet habt, dann werdet ihr sehr höchstwahrscheinlich merken, nee, ich brauchte die Sachen ja eigentlich gar nicht. Und am Ende merkt ihr sogar, ihr habt irgendwie vergessen, was ihr überhaupt besitzt habt die ganze Zeit, was eigentlich echt krass ist, wenn man es überlegt, weil so wichtig war es dann anscheinend nicht. Und das gibt euch dann Mut für das nächste Mal, weil das nächste Mal, wenn ihr dann wieder die gleichen Sachen, dann sagen wir mal, ihr habt Klamotten ausgemistet, ich gucke nach rechts, weil da meine Klamotten sind, sagen wir mal, ihr habt Klamotten ausgemistet und habt bei ein paar Teilen gedacht, oh nein, was ist, wenn ich sie weggebe? Habt sie aber weggegeben und habt es nicht bereut. So, das nächste Mal, wenn ihr dann Klamotten ausmistet und das gleiche bei einem Teil denkt, dann erkennt ihr das Gefühl wieder und denkt euch, oh wow, okay, ich
habe zwar Angst, dass ich es vielleicht wieder brauchen werde, aber um ehrlich zu sein, ich kenne das Gefühl und ich weiß, wenn es mich nicht glücklich macht, werde ich es auch nicht wieder brauchen. Und dadurch hat man bei jedem Durchlauf mehr Mut. Also ich finde es, also für mich persönlich ist es unrealistisch, in einem Durchlauf alles perfekt zu machen. Ich habe im ersten Durchlauf, sagen wir mal, von der Menge von den Sachen, die ich weggegeben oder verkauft habe, sagen wir mal, 60% oder so ausgemistet und dann beim zweiten Durchlauf dann nochmal ein bisschen, sagen wir mal 30% und beim dritten Durchlauf dann 10% etwa. Also der Prozess ist auch noch nicht fertig, aber so bisher ist das so die Tendenz. Jo, das war's auch schon. Das waren die 7 Tipps. Wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, was ich zu diesem, wenn ich mehr über das Buch noch reden soll oder wenn ich mehr über meinen eigenen Prozess erzählen soll oder ja, dann lasst es mich wissen und verliert nicht den Mut, Leute, denkt an eure Vision und ihr werdet es packen. Ja, everything is a progress. Bye!